Da bin ich wieder. Hallo ihr Lieben. Wie ihr seht, im Penningental ist richtig was los. Das war eben die Quintessenz aus 6 Monaten persönlicher UFO-Forschung, zu der mich diverse Kommentare zum vorigen Video getrieben haben. Aber das soll hier keine Satire-Sendung werden, schon allein deswegen, weil ich da auf ein paar Sachen gestoßen bin, wo ich wirklich dachte, nun ist aber mal Zeit, den Horizont zu erweitern. Das sind nicht nur Fakes und Clickbaits von gewissenlosen Geschäftemachern, da steckt mehr dahinter. Das Video von mir machte in meinem Bekanntenkreis natürlich die Runde und dann kamen Erklärungsansätze wie Autobahngeräusche und Windkraftanlagen bis Wärmepumpe und kaputter Hochspannungstrafo. Und außerdem mit einem verschmitzten Augenzwinkern immer wieder der Satz, das kann eigentlich nur ein UFO gewesen sein. Und ich kombinierte messerscharf, das Thema UFOs hat sich zur Normalität gemausert. Die Akzeptanz hat in den letzten Jahren rasant zugelegt. Trotz, dass es in weiten Kreisen immer noch zum guten Ton gehört, bei dieser Thematik eine ironische Miene aufzusetzen, so nach dem Motto, naja, eigentlich weiß ich ja, dass es gar keine UFOs gibt, aber ich will kein Spielverderber sein. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen. Das ist ein Zitat von Albert Einstein. Und ich bringe das an dieser Stelle, weil ich Wert darauf lege, nicht zu den Leuten mit den erloschenen Augen gezählt zu werden. Aber ich lasse mich nur ungern verarschen. Das geht jetzt an die Adresse derjenigen, die selbst gebastelte UFO-Sichtungen als Tatsachenberichte in Umlauf bringen. Und aus diesem Grunde hat die UFO-Thematik bis dato auch nicht gerade zu meinen vordergründigsten Interessen gezählt, schon allein deshalb, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, würde eine technologisch so extrem versierte außerirdische Raumschiffbesatzung, die, wie auch immer, ganze Lichtjahre zu uns unterwegs war, hier auf Erden einen derartigen Mummenschanz abziehen, so auf die Art, huhu, guckt mal alle her, wir sind die Aliens in den fliegenden Untertassen mit den vielen bunten Lampen und horcht mal, was wir für tolle Geräusche können. Um dann ohne einen Versuch, irgendwelche ernstzunehmenden Kontakte zu knüpfen, Hals über Kopf wieder zu verschwinden? Oder ganz und gar nach einer ewig langen Odyssee durch die Galaxis endlich auf der Erde angekommen, nach nicht nachvollziehbaren Flugmanövern einfach abzustürzen? Ergibt aus dieser Perspektive irgendwie keinen Sinn, ne? Ich denke, da sind wir uns einig. Wenn ich mir aber mal den Roman Krieg der Welten von H.G. Wells vornehme, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Hier kollabieren die unerwünschten Besucher durch irdischen Bakterienbefall, mit dem sie nicht gerechnet haben. Vielleicht hätten sie beim Rundflug nicht die Fensterscheiben runterkurbeln sollen. Aber mal in die heutige Zeit übertragen,
Vielleicht reagieren sie allergisch auf unseren Elektrosmog. Wäre doch möglich, dass unsere Herzchen Wellenattacken ihre Elektronenhirne durcheinander bringen. Das Ergebnis könnte dann eben jenes höchst befremdliche Verhalten ihrer Flugmaschinen bis hin zum Absturz erklären. Also, ich habe mir nach diesem Erlebnis im Penigental erstmal ein paar UFO-Berichte reingezogen, um mich da ein bisschen kundig zu machen. Eigentlich war es ein Riesenberg über die letzten 6 Monate. Eine schier unendliche Flut, in die man da eintaucht. Größtenteils hanebüchener Mist, wo auf die Bildungsdefizite und die Naivität der Zielgruppe spekuliert wird. Das ist für einen halbwegs intelligenten Menschen wirklich nur schwer zu ertragen. Und um sich da ein einigermaßen objektives Bild zu machen, reichen auch keine 6 Monate. Da reichen noch nicht mal 6 Jahre fürs Studium. Aber danach wäre ich dann wahrscheinlich auch reif für die Klapse. Ich hab's bei 6 Monaten belassen. Tja, aber, wie eingangs schon erwähnt, gibt es da vereinzelt Sachen, wo mir die Kinnlade runtergeklappt ist. Sorry, wenn das jetzt so klingt, als wollte ich mich hier als UFO-Experte aufspielen. Nein, der werde ich wohl nie sein. Aber ich zeige euch hier mal ein paar Entdeckungen, die ich da gemacht habe, sozusagen als Vorfilm, bevor der eigentliche Penigental-Film beginnt. Dies vor dem Hintergrund, dass es durchaus noch Dinge gibt in unserer aufgeklärten Zeit, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, woran wir da sind. Aber das bestreitet ja auch niemand, man vergisst nur ab und zu. Wobei anzufügen wäre, dass das natürlich nicht meine Entdeckungen sind, also vielmehr sozusagen Entdeckungen von anderen Leuten, die ich für mich und natürlich für euch nochmal entdeckt habe. Naja, vielleicht ja auch nur für mich, weil ihr alles schon kennt. Ach, schaut es euch trotzdem mal an, für mich waren das jedenfalls die ganz wenigen mehr oder weniger überzeugenden Funde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Das hier hat mich nun völlig vom Hocker gehauen, weil da keine Feldform möglich ist. Was bitteschön ist das? Ein riesiger Einschlagskrater und ein Objekt, das sich vom Krater wegbewegend eine lange Spur hinter sich herzieht? Ähnlich einer Schlittenspur. Mitten in der unwirtlichen Gebirgs- und Gletscherregion im südlichen Teil der Insel Südgeorgien. Das ist mit 3756 Quadratkilometern die größte der Südantilleninseln. Sie liegt etwa 3700 Kilometer vom Südpol entfernt. Ich dachte erst, dass da noch antarktische Verhältnisse herrschen, aber weit gefehlt. Selbst in den Wintermonaten von Juni bis August fällt das Thermometer dort nur selten unter -10 Grad. Und weil sich Südgeorgien nördlich des 60. Breitengrades südlicher Breite befindet, fällt es nicht unter den Antarktisvertrag. Und genau so sieht es dort aus. Seine äußerst bewegte Geschichte. England und Argentinien haben sich bis heute nicht geeinigt, wem hier Hoheitsrechte zustehen, bedingt die einstige Funktion als Wal- und Robbenfängerinsel. Hier wurde bis 1966 abgeschlachtet, bis nichts mehr übrig war. Sogar die Pinguine haben sie verwurstet. Und als die Sache unrentabel wurde, weil eben die gesamte Fauna ausgerottet war, hinterließen sie ihren ganzen Schrott an den Küstenbereichen und dort kann man ihn heute noch bewundern. Hurra! Was im Küstenbereich heute aber wie eine Abenteuerkreuzfahrt-Touri-Insel aussieht, verwandelt sich landeinwärts schnell in eine zerklüftete und überwiegend mit Eis und Schnee bedeckte Landschaft mit Gipfelhöhen von weit über 2000 Metern Höhe.
wo sich kein Mensch mehr hin verirrt, wenn er nicht gerade Reinhold Messner heißt. Und dort befindet sich diese eigenartige Fundstelle. Also nichts mit militärischen Versuchsanlagen oder irgendwelchen Bergbauunternehmen, die da womöglich unterirdische Tunnelbohrungen vornehmen und ihre Bohranlage ab und zu mal umsetzen müssen oder so. Zumindest nicht offiziell. Entdeckt hat die Sache, soweit sich mir das erschließt, jemand vom YouTube-Kanal Secure Team 10 mittels Google Earth. Über Letzteres kann man das auch sofort überprüfen und die Angaben stimmen exakt. Man muss nur den Historienschieberegler auf Google Earth auf die Ansicht von 2010 stellen und die Koordinaten eingeben. 54 Grad 39 Minuten, 44,62 Sekunden südlicher Breite und 36 Grad 11 Minuten, 42,47 Sekunden westlicher Länge. Was mich dann irgendwie stutzig gemacht hat, ist die Aufnahmequalität von 2019 im Gegensatz zu jener von 2010. Klar, die Sonne stand 2019 ungünstig, die Strukturen im Schnee sind nur bei Seitenlicht zu erkennen, aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Experten äußerten dazu, dass es sich da wahrscheinlich bloß um eine Lawine handelt. Dies halte nun ich wieder für unwahrscheinlich, weil Lawinen weder über Schlittenkufen noch über Raupenketten oder Räder verfügen, die solche Spuren verursachen würden. Apropos Spuren, hier nochmal am Rande. Habt ihr mal was von den Kartrats gehört? Da bin ich nun auch drüber gestolpert. Das sind drahtspurartige Vertiefungen in Felsgestein, meist in Sedimenten rund um den Globus, für die es absolut keine sinnhaltige Erklärung gibt, weil sie erstens Tiefen von über 1 Meter erreichen und sich zweitens in Kurven nicht ausweiten, was bei der Verursachung durch Räder jedoch der Fall wäre. Also wer sich gerne wundert, also so richtig staunt, einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Es gibt eine ganze Reihe von kompetenten Leuten, die das minutiös dokumentiert haben. Das ist der totale Hammer. Aber zurück zum Thema. Ich habe den Anblick, der sich hier bietet, zunächst so interpretiert, dass der Berg, von dem die Spur ausgeht, regelrecht geborsten ist, so wie das beim Impact eines großen massereichen Objekts mit hoher Geschwindigkeit zu erwarten wäre. Oder aber bei einer Explosion oder Eruption innerhalb des Bergmassivs selber. Ne? Ja, und dann habe ich mir die Ansicht vom 31. Dezember 1985 angeguckt. Das ist die älteste Ansicht von der Gegend, die über Google Earth abrufbar ist. Die Bildqualität ist entsprechend schlecht, damals hatten die Kameras eine geringere Auflösung, aber ich müsste mich sehr täuschen, wenn der aufgebrochene Berg oder Gletscher damals nicht auch schon existiert hätte. Und das widerspricht natürlich der Impact-These. Wäre das Objekt aber schon 1985 dort aufgetaucht, wären seine Spuren 25 Jahre später mit Sicherheit verweht bzw. nicht mehr sichtbar gewesen. Ich habe mit digitaler Bildbearbeitung mal versucht herauszufinden, ob das Objekt auf den Aufnahmen von 1985 bzw. 2019 ebenfalls zu sehen ist. Aber mehr als spekulieren kann man bei diesen Ergebnissen nicht. Für mich wirkt das Ganze jedenfalls so, als wäre da entweder was vom Himmel gefallen oder hätte sich aus dem geborstenen Berg herausgearbeitet, das offensichtlich in der Lage war, sich rund 1 Kilometer aus eigener Kraft geradlinig weiter zu bewegen. Zumal dies ja nur die Momentaufnahme des Satelliten von Google Earth ist. Es ist auch gut möglich, dass sich das Objekt eben gerade bis zu dieser Stelle vorgearbeitet hatte, als die fotografische Aufnahme erfolgte und danach noch fröhlich bis zum Atlantik weiter gerodelt ist, wo es abtauchte, um irgendwann in der Nordsee wieder an Land zu kommen, um auf Sylt die Badegäste zu erfreuen oder so.
Was ich auch noch anmerken will, sind ein paar Worte zur Schwammigkeit dieses UFO-Begriffs. Sachkundige von der US-Regierung haben ja in jüngerer Zeit das UAP kreiert, das unidentifizierte anomale Phänomen, weil das Wort UFO meist in Verbindung mit außerirdischen Fluggeräten verwendet wird. Für meinen Bedarf reicht UFO. Nehmt's mir bitte nicht übel. Wenn ich mal wieder meine Brille verlegt habe und an einem Ort wiederfinde, wo ich sie niemals hingelegt haben kann, ist das ja auch ein unidentifiziertes anomales Phänomen, obwohl es überhaupt nichts mit dieser Thematik zu tun hat. Es sei denn, ich habe einen kleinen E.T. zu Hause, einen E.T.-Pumuckel, der gerne Brillen versteckt. Nee, aber was ich wirklich wichtig finde, ist, dass sich die Interpretation eines Flugobjektes natürlich nach dem Kenntnisstand des Beobachters richtet. Für einen Meteorologen, der regelmäßig Wetterballons startet, ist die eine oder andere Beobachtung eben kein UFO mehr, sondern ein typischer Wetterballon. Und für einen Konstrukteur der NASA, der gerade an der streng geheimen Entwicklung eines Experimentalflugzeugs auf der Area 51 arbeitet, trifft Ähnliches zu. Wenn der das Teil am Himmel schweben sieht, denkt er, top, wir haben es geschafft, die Schüssel fliegt tatsächlich, und stellt den Sekt kalt. Aber wenn zur gleichen Zeit in den Bergen um den Groom Lake seit 3 Tagen ein Hobby-Ufologe mit seinem 2-Meter-Tele auf der Lauer liegt, denkt der wiederum, top, ich hab's geschafft, die ersten gestochen scharfen Bilder einer UFO-Sichtung über Area 51. Und was natürlich auch auffällt, die miserable Bildqualität der meisten UFO-Aufnahmen. Man muss sich das mal vor Augen führen. Das hier ist die älteste noch erhaltene fotografische Aufnahme, die es gibt. Die stammt von Nicephore Niepce, der sie 1826 vom Fenster seines Arbeitszimmers aus belichtete. Die ist also fast exakt 200 Jahre alt. Man sieht in den Innenhof des Anwesens von Niepce, und eigentlich muss ich das gar nicht erwähnen, man sieht es halt. Das kann man bei den meisten heutigen UFO-Aufnahmen mit Kameras, von denen Niepce damals nicht zu träumen gewagt hätte, leider nicht behaupten. Ja, dann das hier. Klar kann das gespielt sein und das UFO irgendwie reinmontiert, heutzutage alles kein Akt mehr, aber auf mich wirkt's verdammt überzeugend. Paulina, Paulina, stäng av för helvete! Stäng av! Paulina! Stäng av! För fan, stäng av! Paulina! Der Augenzeuge hier hat mich nun absolut überzeugt. Dem war klar, dass seiner Aufnahme mit Skepsis begegnet werden würde, und so hat er immer mal einen Schwenk in seine Stadt gemacht. Und außerdem wurde das Objekt noch von 2 anderen Leuten gefilmt. Okay, I have it in 4K mode now, like the iPhone. I'm filming on iPhone 13 Pro. I need to zoom more. Guys, what the hell is that? Guys, what the fuck is that? Okay, so this is my balcony. This is Medellin City. There's no way there's not a mountain. There's no way. Look, mountains, mountain top, mountain, mountain top, city. Wait, my finger. This is my finger. Like, honestly, I'm still. Is it a weather balloon, guys?
I swear on God, like I have no fucking experience with Photoshop or whatever the fuck. You can examine this video how much you ever want. I don't fucking care. Like these, bro, what the fuck is that? Like, look, there's a plane. There's a plane because we have an airport here, like to the left, to the right of me. What is that? What the fuck is that? Like, what? Wait, airplane? Airplane's making the noise, this one. It's gonna land there, like there's an airport there. Guys, what the fuck? No, this is not a, is it a weather balloon? Look at the shape though. And our balloons are still, oh my god, guys, what the fuck is that? Zoom out. Honestly, if that's a UFO, like Medellin is a city full of cell phones and people like fucking photographing shit, so we fucking hear about it. Like, this is the first time in my life that such a thing is happening to me, like a UFO sighting, whatever. I'm a huge fucking skeptic, like huge, but also like want to believe, you know. Jesus, what the fuck is it? ¿Qué es eso? Tiene más. ¡Ah! Tiene más de una hora. Ay, Dios mío. Tiene más de una hora fijo en el cielo. Bueno, aquí podemos observar en el cielo de Medellín hoy lunes 27 de junio, un objeto estático tiene más de media hora allí, sin moverse. No sé qué es. ¿Qué será? So this is what I know about the footage. It was filmed on June 27, 2022 over the city of Medellin in Colombia, and one of the witnesses mentioned that this object remained stationary for over an hour. The object just stayed there in the sky, not moving up or down. It's an interesting sighting as there are multiple witnesses that recorded this event. Hier sieht man ein UFO in einer brasilianischen Nachrichtensendung. Da ist allerdings Vorsicht geboten. Brasilien ist sozusagen ein führendes UFO-Land, was nicht unbedingt daran liegt, dass hier besonders viele Außerirdische unterwegs sind. Das ist dort so eine Art Volkssport, um das Wort Religion zu vermeiden. Uma nova variante descoberta para a qual não existe vacina. É uma nova variante, se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador... Ja, hier 3 ganz kurze Aufnahmen, die fand ich visuell irgendwie sehr interessant. Um was es sich da handelt, war nicht zu ergründen. Das hier könnte ein richtig fettes Ding sein. Die Aufnahme stammt von 2003. Da waren digitale Bildeffekte oder CGI noch nicht so weit entwickelt und die Drohnen- und Multicopter-Technik auch nicht. Wem das Projekt Silverback oder Project Silverback
aus den frühen 1950er Jahren ein Begriff ist, fühlt sich wahrscheinlich ans Avro-Car erinnert, aber man darf da nicht vergessen, dass es das Teil damals nicht mehr schaffte, den Betriebszaun zu überfliegen. Vielleicht ist es ja eine italienische Weiterentwicklung. Was allerdings gründlich dagegen spricht, ist, wie das Ding am Ende der Sequenz abpfeift. Hier noch was Meteorologisches, vielleicht auch nicht. Ich habe im Internet einige Aufnahmen von Lentikularwolken gefunden. Die sind sehr selten und sehen auch ziemlich krass aus, aber mit dem Exemplar hier waren sie nicht zu vergleichen. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, was kam danach? Und ich nehme mal an, das UFO hat sich irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst. Sonst wäre da jetzt nämlich der Larry los und hier wahrscheinlich auch. Hier noch was Possierliches. Wenn das echt ist, könnte es der Beleg dafür sein, dass die Amis das Avro-Car tatsächlich weiterentwickelt haben. Und nun eine ganze Armada von, weißen Punkten über einer geschlossenen Wolkendecke. Mehr sieht man nüchtern betrachtet nicht, aber interessant ist es trotzdem. Es folgen 2 Beispiele für Fakes, die erst so richtig auffallen, wenn man das Video langsamer abspielt bzw. in seine Einzelbilder zerlegt. Im ersten Fall ruckelt das UFO in einer anderen Frequenz als der Himmel. Da hat jemand tatsächlich 2 Videotakes mit unterschiedlicher Framerate zusammengerührt. Sollte man nicht machen als Leuteverarscher, fällt auf. Und hier sieht man gleich was ganz Lustiges. Die Aufnahme dieses an sich ja wirklich imposanten Himmelsobjekts schaltet kurz vorm Wegfliegen plötzlich auf Bewegungsunschärfe. Sollte man auch vermeiden. Ja, und hier dachte ich nun wirklich, oh, endlich mal ein authentischer UFO-Absturz. Das kann keine Fälschung sein. Bis ich die Geländewagen sah. Ich bin ja nun in der DDR aufgewachsen und sowjetische Militärfahrzeuge gehörten damals zum ganz normalen Straßenbild. Und die Kinder- und Jugendgazetten waren voll von Militärkram. Das hat man mit aufgesaugt, ob man wollte oder nicht. Und deshalb mein Credo aus sicherer Hand. Die Sowjets fuhren zu keiner Zeit Willys-Jeeps oder irgendwas, das auch nur so ähnlich aussah. Sie hatten ihre eigenen Geländewagen, Gaz-Chesteviat und UAC-Четыре-Chesteviat.
Bei dem hier zu sehenden Geländewagen handelt es sich um ein Kuriosum. Es gab und gibt weder in der östlichen noch in der westlichen Hemisphäre einen offenen Geländewagen mit einer Willys-Jeep-ähnlichen Front und eckigen hinteren Kotflügeln. Beim Jeep waren sie generell rund. Was Toyota und Mitsubishi hervorbrachten, hatte bis oben durchgezogene Türen. Wahrscheinlich sieht man in diesem Film eine Kreation der Requisiteure, um die Herkunft zu verfleiern. Ich tippe mal auf Made in USA. Vielleicht ist es ein Ausschnitt aus einem US-Spielfilm, aber das ist reine Spekulation. Die kleine Spielerei am Schloss lasse ich ganz bewusst unkommentiert. Und dann habe ich noch diese sehr amüsante Fernsehsendung entdeckt, die zwar schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch aktuell sein dürfte. Aber wer ist im Fall einer UFO-Landung in Deutschland zuständig? Unsere Recherche beginnt bei einer kleinen Polizeidienststelle. Die folgenden Originalantworten haben wir nachvertont. Mein Name von Welt der Wunder. Ich habe eine Frage. Gibt es bei Ihnen im Haus Krisenpläne für den Fall, dass ein UFO in Ihrem Bezirk landen würde? Da rufen Sie besser die Polizeidirektion Oberbayern an. Aber Ihre Telefonnummer schreibe ich mir noch auf. Okay, danke, wiederhören. Schönen guten Tag, Redaktion Welt der Wunder. Ihre Kollegen haben mich an Sie verwiesen. Ich habe eine Frage. Gibt es in Ihrem Haus Krisenpläne für den Fall, dass ein UFO in Ihrem Bezirk landet? Mit UFOs beschäftigen wir uns nicht. Das wäre für uns, als ob wir einen Krisenplan für einen Vulkanausbruch in München erstellen sollten. Verstehe. Die Polizei ist auf einen Besuch Außerirdischer nicht vorbereitet. Aber warum? Hält man sich an die Fakten renommierter UFO-Forscher wie Illobrand von Ludwiger, müsste es längst Krisenpläne geben. Als Beweise für die Existenz von UFOs zählen vor allem die physikalischen Wechselwirkungen dieser Objekte mit der Umgebung. Besonders interessant sind die militärischen Radardaten. Denn diese Radaraufzeichnungen zeigen scheinbar Unmögliches. Die beobachteten Objekte beschleunigen innerhalb von Sekunden auf mehrfache Schallgeschwindigkeit. Und das im Zickzackkurs. Andere stürzen scheinbar mit Schallgeschwindigkeit vom Himmel, schlagen dann aber nicht auf. Kein von Menschen geschaffenes Fluggerät wäre dazu in der Lage. Diese Daten werden von unzähligen Augenzeugen untermauert. Illobrand von Ludwiger bekommt fast täglich Briefe mit Bildern und Aussagen von UFO-Sichtungen. Was, wenn die Aliens landen? Die Polizei hat keine Krisenpläne für so einen Fall. Wir wenden uns an die nächsthöhere Instanz, das Bayerische Innenministerium. Schönen guten Tag, Redaktion Welt der Wunder. Sagen Sie, ich habe eine Frage. Gibt es in Ihrem Haus Pläne für den Fall, dass ein UFO landen würde? Ich kann verstehen, dass es für Sie redaktionell durchaus ein Interesse an diesem Thema gibt. Haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass wir uns mit sowas nicht beschäftigen können. Nächste Station. Dafür sind wir nicht zuständig. Ich denke, dass sich das Verteidigungsministerium darum kümmert. Für eine Begrüßung der Außerirdischen ist dann wohl das Auswärtige Amt zuständig. Wir kümmern uns nur um Krisen im Ausland. Da müssen Sie sich an das Innenministerium wenden. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Auch Illobrand von Ludwiger machte ähnliche Erfahrungen mit den Behörden. Hier in Deutschland ist es ja mit den Behörden so, sie kennen dieses Phänomen gar nicht. Das ist ja ganz anders als in Frankreich zum Beispiel. Da gibt es direkt Anweisungen an die Gendarmen, wie man mit den UFO-Zeugen umzugehen hat, wie man gegebenenfalls selber fotografiert, welche Fragebögen ausgefüllt werden müssen und an welche Stelle in Toulouse man das schicken muss. Die Franzosen nehmen dieses Phänomen ernst, die Deutschen kennen das nicht. Wenn in Deutschland kein Ministerium zuständig ist, bleibt nur noch der Bundesnachrichtendienst. Sind die deutschen Agenten für Außerirdische zuständig? Der Rückruf auf eine E-Mail erfolgte umgehend. Tut mir leid, aber das fällt nicht in unser Aufgabengebiet. Es sind ja vermutlich keine Spione. Fazit: Zumindest offiziell gibt es in Deutschland keine Pläne für den Fall, dass Außerirdische landen. Wie soll man sich nun verhalten? Da niemand weiß, welche Gefahren von einem UFO ausgehen, steht zunächst die Sicherheit der Helfer und der Bevölkerung im Vordergrund. Und das ist nicht allein mit der Absperrung des Landeplatzes getan.
Das UFO müsste auf Strahlung, Viren und andere Erreger untersucht werden. Außerdem wäre es unvermeidlich, eine vorübergehende Nachrichtensperre zu verhängen, um eine Massenpanik zu verhindern. Gehen Sie jetzt bitte zurück. Sie sollen die Kamera ausmachen, habe ich gesagt. So, jetzt aber endlich zum Penningental. Da ist alles echt. Mir hat die Sache irgendwie keine Ruhe gelassen und ich dachte, gehst noch mal hin um dieselbe Uhrzeit, aber mit besserer Technik, und falls die Töne da wieder vernehmbar sind, gehst du einfach dem Gehör nach, bis die Quelle gefunden ist. Man sollte ja beim Recherchieren immer das Naheliegendste im Auge behalten. Und auf den Originaltapes hört man irgendwo, wie ich sage, dass es hier weit und breit keine Behausungen gibt. Das stimmt nicht. Ich wusste es damals einfach nicht besser. Es gibt im westlichen Viertel des Penningentals sehr wohl einige Anwesen. Die ziehen sich ganz vereinzelt noch ziemlich weit Richtung Osten, aber etwa ab der Mitte des Tals kommt dann wirklich nichts mehr. Und die Häuser sind, zumindest bei 2 Anwesen ist das sicher, ans Elektrizitätsnetz angeschlossen. Was bedeutet, dass von hier alle möglichen Geräusche ausgehen können. Angefangen mit desolaten Kühlanlagen oder Wärmepumpen, Kreiselpumpen oder sonstigen elektrischen Geräten. Oder auch von irgendeiner aufgetretenen Audioanlage, auf der gerade neue Musik gespielt wird oder Ambient oder einfach meditative Musik. Und die wurde von der bergigen Umgebung im Penningental so reflektiert, dass ich den Ursprung nicht orten konnte. Aber das müsste dann eben wirklich eine PA gewesen sein. Der Sound hatte ein solides Bassfundament. Man sieht hier die letzten Behausungen Richtung Osten. 2 davon sind ganz sicher unbewohnt. Die fallen also sowieso aus. Die genauen Standorte schenken wir uns. Ich denke, das ist den Anwohnern auch ganz recht so. Und das ist auch nicht wichtig für den Film hier. Wesentlicher ist da die Frage, wo ich mich damals überhaupt befunden habe. Das war bei der Dunkelheit und dem Wetter nämlich kaum herauszufinden. Und in diesem Bereich könnte man schließlich die Klangquelle vermuten. Das hat sich als schwieriger herausgestellt, als ich dachte, weil ich als Orientierung zunächst nur das Kanalrohr hatte, durch das der Penningenbach fließt. Ne? Das gibt es allerdings, wie sich dann bei Tageslicht herausstellte, 2-mal in sehr ähnlicher Form, aber in erheblichem Abstand voneinander. Naja, irgendwann hatte ich das dann raus und siehe da, im Abstand von etwa 200 Metern befindet sich da auf einer Anhöhe eines der Häuser, wo zu vermuten ist, dass dort auch ein Stromanschluss existiert. Prinzipiell ist die Sache damit entmystifiziert. Es stellt sich nur die Frage, ob da oben auch eine adäquate Klangquelle vorhanden ist. Um das herauszufinden, hätte ich auf Privatgelände herumstöbern müssen. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Anwohner, die man hätte fragen können, habe ich an allen 3 Drehtagen nicht finden können. Das Haus und die kleinen Hütten dort wirkten alle verlassen. Wahrscheinlich dienen die nur als Sommerresidenz. Aber irgendwelche Anlagen wie ein Kühlhaus oder andere technische Einrichtungen existieren dort mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und die hätten wohl auch nicht das ganze Tal befallt und dabei zumindest scheinbar ihren Standort gewechselt. Der rote Punkt hier zeigt nochmal die Strecke, die ich damals gefahren bin.
Windkraftanlagen scheiden übrigens auch aus. Die gibt's Gott sei Dank auf den hier umliegenden Bergen noch nicht. Und Autobahngeräusche ebenfalls. Von der Saaletalbrücke der A4 ist durch die bis zu 380 Meter hohe Bergkette um das Penningental kein Mucks mehr zu hören. Dasselbe trifft übrigens auch für die Schnellstraße zu, zwischen der Jenaer Innenstadt und Neu-Lobeda, wobei da um diese Zeit sowieso Ruhe ist. Also um es kurz zu machen, was dieses Geräusch verursacht hat, habe ich nicht klären können. Dieses Geräusch klingt vielleicht entfernt nach diesem oder jenem, aber das ist eigentlich alles wilde Spekulation. Scheint also tatsächlich ein UFO gewesen zu sein und damit basta. Leider war es eben nicht zu sehen. Oder vielleicht auch zum Glück war es nicht zu sehen. Sonst wären wir nämlich da auf Grundeis gegangen. Ja, und dann habe ich beschlossen, mal ganz unabhängig von der Vorgeschichte, dieses Penningental zu filmen, und zwar in seiner ganzen merkwürdigen Eigenart. Bei meinem Nachdreh in der Nacht vom 17. zum 18. März herrschte dort absolute Stille, abgesehen vom leisen Klatschern der vielen Bächlein. Ihr hört hier im Hintergrund nochmal das Geräusch vom Oktober 2024, also von den Originalaufnahmen. Mein Gequatsch habe ich natürlich rausgeschnitten und den Pegel etwas angehoben, aber ansonsten ist nichts verändert. Was ihr hier seht, sind die Versuche des ersten Drehtags bzw. der Drehnacht. Ich konnte niemanden dazu gewinnen, zu so unchristlicher Stunde in diese abgelegene Gegend mitzukommen und als Beleuchter zu fungieren. Also bin ich wieder alleine losgestiefelt. Das ist natürlich auch irgendwie zu verstehen, dass ich das keiner antun wollte. Da hinten herrscht eine ganz merkwürdige Stimmung, ganz eigenartige Gegend. Und nachts ist es da besonders eigenartig. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass praktisch das gesamte Penningental aus aufgelassenen Kalktuff-Steinbrüchen besteht, die sich die Natur so peu à peu zurückerobert, beziehungsweise schon zurückerobert hat. Kalk ist ja nicht gerade erosionsbeständig. Naja, also die Nachtaufnahmen waren wieder ein ziemlicher Reinfall. Man braucht da wirklich Profitechnik, damit das einigermaßen rüberkommt. Und außerdem, ich habe dann gemerkt, dass es ein Riesenaufwand ist, jedes Mal die Szene richtig auszuleuchten. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. Zumal anders als erhofft, diesmal keinerlei mysteriöse Geräusche zu vernehmen waren. Das ist ein altes Messtuffblatt von 1933 mit den ganzen Aufschlüssen. Die sind rot eingefärbt und das müssen nicht mal alle sein. Und wenn man da abseits vom Fahrweg durchs völlig verwucherte Gelände stapft, merkt man, dass das alles von kleinen Bächen durchzogen wird. In erster Linie ist es der Penningenbach, der sich immer wieder aufgabelt, aber aus den Bruchwänden läuft das Schichtwasser raus und da muss man ganz schön aufpassen, wo man hintritt. Der Kalktuff hier ist größtenteils eine ganz feine Krümelmasse, die wurde früher für die Schottglasherstellung in Jena abgebaut und als Grundstoff für Zahnpasta und auch für Jena Farm, für die Arzneimittelproduktion. Da bin ich übrigens gerade dabei, noch einen separaten Film zu erstellen, der die ganze Sache mal ein bisschen faktenbasierter behandelt. Das kommt dann hier auch irgendwann auf dem Kanal. Ja, und in dieser Kalktuff-Krümelmasse steht stellenweise das Wasser, nur dass man das nicht sieht. Und da ist man ganz schnell mal weggesagt, das ist schon einigen Leuten passiert hier.
der Stelle noch ein kleiner Exkurs, der mir bei den Dreharbeiten wieder eingefallen ist. Wir hatten früher mal in Jena, das liegt nur ein paar Kilometer weit weg vom Penningental, eine ganz furchtbare Sache, so 1920 rum war das. Da verschwanden nach und nach Kinder und auch Erwachsene und keiner konnte sich das erklären. Meine Oma hat die Sache als junges Mädchen miterlebt, Gott sei Dank nicht persönlich, aber über den Jenaer Buffunk halt. Und die Zeitungen haben das damals natürlich auch der kreuz der quer verbreitet. Und uns Kindern hat sie es irgendwann weitererzählt, weil wir genau über diesen Fall so ein dämliches Spottlied aufgeschnappt hatten. Sowas machte in den 60er Jahren noch öfters die Runde. Bänkelgesänge kann man sich auch heute noch auf YouTube anhören. Und je makaber so ein Lied war, desto inbrünstiger haben wir das gesungen, wir Wenster. Von alleine, um die Alten zu ärgern, ja. Und dieses Lied hatte uns der Heizer von unserer Schule beigebracht, der Pitti, das war sein Spitzname. Und die Ostschule in Jena Ost floss bzw. fließt mit ihrem Schulhof an die Feldstraße an. Und in dieser Feldstraße hatte der Mann gewohnt, um den es hier geht. Der war Führer eines kommunistischen Jugendvereins in Jena und nebenbei noch Indianer-Fan oder wie man das nennt und war wohl unter seinesgleichen auch sehr beliebt. Nannte sich Häuptling Bosco. Eigentlich hieß er aber Willi Wenzel und nachdem diese Sache aufgeflogen war, hieß er nur noch der Fleischer Wenzel. Der besaß unterhalb des Jensichs, das ist der höchste Berg in Jena, ein Berggrundstück und veranstaltete dort mit der linken Jugend Indianerspiele. Das war damals ganz groß in Mode. Der Wenzel hatte aber einen Gehfehler und hinkte ziemlich, wodurch ihn auch im Dunkeln jeder erkennen konnte und das wurde ihm dann irgendwann zum Verhängnis. Der fuhr nämlich in schöner Regelmäßigkeit abends ins Penningental, in die damals noch teilweise betriebenen Travertinbrüche, hinwärts mit, rückwärts ohne Gepäck. Irgendwann fragten die sich dort, was der Wenzel da immer ablud. Damals gab es ja noch kein Umweltbewusstsein wie heute. Was man loswerden wollte, entsorgte man irgendwo und irgendwie, wo es halt nicht so auffiel. Aber das fiel dann eben doch auf und da fanden die da hinten lauter Knochen, die der unterm Abraum verbuddelt hatte. Ja. Das wäre ihm wohl dann auch fast zum Verhängnis geworden. Aber was man da der Polizei vorgelegt hatte, waren Tierknochen und der Wenzel hatte auf dem Markt in Jena einen Marktstand, wo er regelmäßig Karnickelfleisch und Wurstkonserven verkaufte. Und da hielten die das wohl nicht für sonderlich verdächtig, wobei das schon komisch war, Knochen sind ja eigentlich Rohstoffe für alles Mögliche. Sowas verbuddelt man nicht irgendwo. Naja, jedenfalls irgendwann, wie gesagt, so 1920 rum war das, brach dann ein Gehilfe von den Steinbrucharbeitern in so einen Haufen ein. Der war wohl neu und hatte sich verlaufen und zieht mit seinem Stiefel einen Unterkiefer aus dem Abraum. Der muss sich da irgendwie an dem Stiefel verhakt haben. Ja. Und dann kam es richtig übel. Die Polizei durchsuchte dann Wenzels Berggrundstück unterm Jensich und fand irgendwann unter den Karnickelstellen eine Falltür, die in ein unterirdisches Verlies führte. Das muss wohl eine richtig große Höhle gewesen sein. Und was die da unten entdeckt haben, das will ich hier gar nicht weiter filtern. Zumal der Volksmund ja bekanntlich eine rege Fantasie hat, wenn es um sowas geht, aber es muss echt grauenhaft gewesen sein. Der hat die Leute da unten regelrecht abgeschlachtet und zur Wurst verarbeitet. Die Polizei fand dann auf dem Grundstück noch Überreste von, weiß nicht wie vielen Menschen, es müssen jedenfalls ähnliche gewesen sein, die er da vor längerer Zeit vergraben hatte. Wahrscheinlich war ihm dann die Sache doch zu heikel geworden und dann hat er die Knochen ins Penningental geschafft, wo sie normalerweise auch nie jemand entdeckt hätte. Ach, und Unmassen von Gewehren und Munition
bis hin zum schweren MG hätten die bei ihm auch entdeckt. Die Kommunisten eben mit ihrer Weltrevolution. Alle bisschen wirr im Kopf. Ja, was dann aus dem Pfleiferwenzel geworden ist, weiß ich nicht mehr. Aber es war wohl so, dass der sich im Zuchthaus selber umgebracht hat. Naja, jedenfalls eine ganz schreckliche Geschichte. Und ob man die Knochen, die er da hier verbuddelt hat, wirklich alle gefunden hat, steht auch in den Sternen. Und das Karma hier ist davon bestimmt nicht besser geworden. So, jetzt geht's aber endlich los. Der Hauptfilm. Einfach nur ein Stimmungsbild ohne mein Gequatsche, dafür mit Musik. Macht's euch bequem und lasst die Sache mal auf euch wirken. Ach, eines noch. Am Ende des Films seht ihr ein paar Einstellungen von einer Sache. Da muss ich sagen, dass ich mit jeglichen Erklärungsansätzen gescheitert bin. Mal wieder. Aber wer dafür eine flüssige Erklärung liefern kann, der gewinnt irgendwas Schönes. Ich habe die Sache jedenfalls minutiös gefilmt und habe natürlich das ungute Gefühl, dass da irgendwas völlig Banales dahinter steckt. Die Frage ist bloß was. Immerhin habe ich einen hochmerkwürdigen Film im Internet gefunden, der das erklären könnte. Da sieht man mehrere Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras und das ist auch kein Fake. Das werde ich noch hinten dran setzen. So, jetzt geht's los.
Ja, das hier ist die letzte Szene und ich frage mich immer noch, was ist das? Gut möglich, dass ich mich gerade völlig zum Obst mache und jeder zweitklassige Landwirt oder Tierhalter sofort weiß, was das hier ist, aber pardon, ich habe keine schlüssige Erklärung gefunden. Klar, mein erster Gedanke war, dass hier ein Schaf oder ähnliches angeflockt war und halt im Kreis die Grasnarbe weggefressen hat. Vielleicht stand hier auch ein versetzbares Gehege und irgendein Tier ist, getrieben vom Drang nach Freiheit, immer an der Umzäunung langgerannt. Aber wie unschwer zu erkennen, gibt's da nichts, das einem Hufabdruck oder ähnlichem gleicht. Die Grasnarbe ist einfach nur eigenartig aufgeworfen, völlig zerzaust, könnte man sagen. Sogar Wurzelstückchen sind zu erkennen. Aber in der feuchten Erde hätte doch der eine oder andere Abdruck zurückbleiben müssen, oder? Also, wer sich jetzt amüsiert und die Ursache kennt, bitte mal in die Kommentare schreiben, was das ist. Ansonsten haben wir hier die erste Dokumentation der zukünftig weltweit bekannten Pennigenthaler Graskreise. Und jeder Amateur-Ufologe weiß natürlich, was das bedeutet. Zum Schluss, wie ich schon angekündigt habe, hier diese merkwürdigen Aufnahmen auch im Netz gefunden. Vielleicht war es ja auch was in die Richtung. Man sieht hier keine Dressur oder sowas in Richtung Zirkus, sondern die Aufnahmen von Überwachungskameras in einer chinesischen Schäferei. Die Tiere sollen tagelang so herumgelaufen sein. Eine Erkrankung konnte wohl nicht festgestellt werden. Ja, und das war's auch schon. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal hier abonniert, werdet ihr theoretisch benachrichtigt, wenn ich den nächsten Beitrag ins Netz gestellt habe. Was erzählst du wieder, Erna? Das ist der Unsinn. Ein Maulwürfe, Was filmt denn der da? Der filmt das Schild mit der Eule. Ach, das ist doch Quatsch. Ich frag mich, warum der das filmt. Nö, das frage ich mich auch. Erna, wollen wir noch mal umdrehen und den mal fragen, warum er das Schild filmt?